Am 26. April 1986 zerreißt eine Knallgasexplosion den Reaktor des Kernkraftwerks Tschernobyl. Viele Menschen sterben durch die Explosion oder durch die gewaltige Strahlung. Die meisten der sogenannten Liquidatoren, die das Kraftwerk dekontaminieren, sterben jedoch an den Spätfolgen der Verstrahlung. An Krebserkrankungen, an Immunschwächekrankheiten, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder leiden an starken Depressionen und begehen Selbstmord. Die genaue Zahl der Tschernobyl-Opfer wird man nie herausfinden. Pavel Tschemet war ein solches Strahlungsopfer. Er war bei den Aufräumarbeiten 1986 eingesetzt. Dass er die Strahlenkrankheit überlebt hat, grenzt an ein Wunder. Dieses Wunder ist eine Botschaft der Hoffnung, auch für die Menschen in Japan. Pavel will durch diese Botschaft den Menschen in Japan sagen: Verzweifelt nicht. Es gibt kein Unheilbar. Gott ist der größte Arzt. Pavel will Mut machen, die Hoffnung auf Hilfe und Heilung nie aufzugeben. Eine Heilung, die er auf geistigem Weg durch die Lehre Bruno Grönings erfahren hat. Am 2. Mai 1986 wurden wir mit Aufräumarbeiten beauftragt. Wir waren insgesamt 30 Militärangehörige. Wir arbeiteten auf Reinigungsmaschinen, schrubbten die Wege und legten neue Wege an, damit man mit den Reparaturarbeiten beginnen konnte. Ab dem 23. Mai durften wir das Sperrgebiet nicht mehr betreten. Ich fühlte mich trotz der körperlichen Reaktionen auf die Strahlung gut. Alles schien normal verlaufen zu sein. Ich war fast 33 Jahre alt und kerngesund. Doch das war ein großer Irrtum. Pavel wurde diese Verharmlosung von den behandelnden Ärzten eingeredet. Was war geschehen? Bei der Berührung mit dem radioaktiv verstrahlten Material bekam er, trotz Handschuhen, noch während der Arbeit an den Handinnenflächen und unter den Fußsohlen viele kleine Bläschen. Die Haut ging richtig hoch. Es sah aus wie ein Ekzem. Aber die Strahleneinwirkung hatte bei ihm noch viel schlimmere Schäden verursacht, die äußerlich nicht sichtbar waren und die auch nicht nach kurzer Zeit verschwanden, sondern von Tag zu Tag schlimmer wurden. Pavel war krank. Seine Kameraden starben, einer nach dem anderen. Nur er blieb übrig. Ab 1987 war er nahezu ständig im Krankenhaus, bis 1992. Im Jahre 1992 habe ich fast das ganze Jahr im Krankenhaus gelegen. Dann hat man mich als Unheilbarer zum Sterben nach Hause entlassen. Häufig ging es mir ganz schlecht. Ich verlor das Bewusstsein, schaltete ab. Und so war es ständig. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und ich wollte es auch nicht. Ich bin die Ehefrau von Pavel Petrowitsch Tschemet. Im Jahre 1986 hat er an der Liquidierung der Folgen des Reaktorunglücks von Tschernobyl teilgenommen. 1993 hatte sich sein Gesundheitszustand so weit verschlechtert, dass er mit dem Hinweis, dass er noch 2 oder 3 Monate zu leben habe, aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Er wurde schwer Beschädigter 2. Grades. Diagnose: organische Gehirnschädigung. Ich suchte nach Wegen, um meinem Mann zu helfen, gesund zu werden. Ich litt unter einem vollständigen Kräfteverfall. Ich konnte nichts mehr festhalten, nicht mehr arbeiten.
Ich hatte starke innere Schmerzen, konnte sie aber nicht genau lokalisieren, da sie überall waren. Mir fiel es schwer zu sagen, wo mir was wehtat. Ja, ich habe mich mit dieser Heilung und mit dieser Erkrankung von Pavel Šemet beschäftigt und mir liegt hier ein Expertengutachten vom März 1992 vor. Herr Šemet litt an einem starken Schaden des Nervensystems und aber auch des Gefäßsystems. Das drückte sich besonders im Bereich des Großhirns aus und er hatte sehr starke Gedächtnisstörungen bis hin zum Gedächtnisschwund. Darüber hinaus starke Entzündungszeichen in Magen- und Darmtrakt. Eine solche Strahlenerkrankung ist aus ärztlicher Sicht völlig unheilbar. Das Größte, was ein Mensch besitzen kann, ist und bleibt die Gesundheit. Diese Worte Bruno Grönings, der schon zu Lebzeiten durch erstaunliche Heilungen während seiner Vorträge weltweit bekannt wurde, kann nur der verstehen, der die Gesundheit verloren hat. Heilung auf dem geistigen Weg durch die Lehre Bruno Grönings ist etwas ganz Natürliches. Nach seiner Lehre geht es um die Aufnahme einer Heilkraft. Diese Heilkraft kann von jedem Menschen kostenlos empfangen werden. Bruno Gröning sagte, Gott ist der größte Arzt. Es gibt kein Unheilbar. Immer mehr Menschen erleben heute unerklärliche Heilungen von Krebs, Parkinson, Angina pectoris, Rheuma und Knochenschwund, aber auch von Drogen- und Alkoholsucht sowie Depression. Eine Vielzahl ärztlich dokumentierter Erfolgsberichte belegt die Wirksamkeit dieser Lehre. Pavel gehört heute auch zu den Geheilten. Nachdem ich die Lehre kennengelernt hatte, nahm ich täglich die Heilkraft auf. Mein Leben begann sich grundlegend zu ändern. Ich bat Bruno Gröning im Geiste bei der Kraftaufnahme auch für die Genesung meines Mannes. Und wie durch ein Wunder begann er aufzustehen und sich besser zu fühlen. Während er früher haufenweise Medikamente geschluckt hatte, ging es ihm jetzt ohne Medikamente immer besser und besser. Sein Gedächtnis ist zurückgekehrt. Wenn ich etwas vergesse, erinnert er mich daran. Heute ist er ganz gesund. Früher konnte er nicht mehr Auto fahren, weil er oft ohnmächtig wurde und umfiel. Als ehemaliger Berufskraftfahrer verstand er, wie gefährlich das ist und setzte sich nicht mehr ans Steuer. Jetzt hat er keine Probleme mehr und fährt wieder Auto. Unser Leben hat sich in dieser Zeit grundlegend geändert. Dafür danke ich. Heute kann ich mich bewegen, kann laufen, arbeiten, kann im Haushalt helfen und fühle mich wohl. Ich bin allen sehr dankbar. Allen Freunden aus Berlin und ganz Deutschland, die uns die Lehre Bruno Grönings gebracht haben und dazu noch kostenlos. Ich würde sagen, mein Befinden könnte man mit gut bewerten. Ich möchte noch einmal allen herzlich danken. Warum sind Sie im Freundeskreis? Was bedeutet es für Sie? Weil man uns zum Leben zurückgeführt hat, zu einem normalen, gesunden Leben, das heute einfach unser Leben ist. Diesen Weg werden wir jetzt gehen und niemals von ihm abweichen. Das ist einfach unmöglich. Ich habe früher niemals derartiges Glück empfunden. Warum soll ich diesen Weg verlassen? Diese Heilung ist vollkommen ungewöhnlich.
Sie haben ja gehört, dieser Herr Schemidt war als unheilbar von den Ärzten entlassen worden, eigentlich zum Sterben. Mit seinen über den ganzen Körper sich ziehenden Schmerzen, mit seinen Entzündungszeichen, seinen Störungen im Gedächtnis, er war unfähig, so zu leben. Und dann nimmt er diese Heilkraft auf, die ordnet und reguliert, und die Beschwerden sind verschwunden. Er ist frei von allen Schmerzen, von allen Entzündungszeichen. Er hat, man kann sagen, ein neues Leben geschenkt bekommen. Das können wir von ärztlicher Sicht überhaupt nicht erklären. Hier liegt ganz klar eine geistige Heilung vor. Der Bruno Gröning Freundeskreis ist weltweit einer der größten Zusammenschlüsse für Heilung auf dem geistigen Weg. In diesem Freundeskreis wird das Wissen um diese Heilweise in einer freien, überkonfessionellen und als gemeinnützig anerkannten Vereinigung weitergegeben. Der Freundeskreis ist weltweit auf allen Kontinenten vertreten, auch in Japan. Alle Personen arbeiten ehrenamtlich aus Dank für ihre Heilung und wollen anderen Menschen damit helfen. Der Zugang zu einer der über 2200 örtlichen Gemeinschaften in über 90 Ländern steht jedermann offen, der Heilung sucht und ist weder mit Kosten noch sonstigen Verpflichtungen verbunden. Das Werk Bruno Grönings finanziert sich ausschließlich über freiwillige Spenden. Es wird weder diagnostiziert noch behandelt. Von Medikamenten, Arztbesuchen oder Therapiemaßnahmen wird nicht abgeraten. Bruno Gröning sagte: Vertraue und glaube. Es hilft, es heilt, die göttliche Kraft. Überzeugen Sie sich selbst. Weitere Informationen sind unter www.bruno-gröning.org abrufbar.